Lebenswasser. Mir freut euch, die gewählt haben, diesen Sonntag mit uns zu sein. In ein paar Minuten wird unser Sonntag anfangen, so ich will Ihnen bloß schnell ein paar Denken halten. Holt Ihnen den Kaffee von Hebrews Café und fängt ein paar Freunde mit spazieren. Meist wird unser Sonntag anfangen mit Anbetungsgesang. So fängt steht, wo ihr sagen will, und voll frei mitzusingen und anzubeten auf dem Weg, was die möglich ist. Du wirst gelernt.
slom har stått vid. Hans vårt känner vand och grå. Gottes slom har stått vid. Hans vårt känner vand och grå. Gottes slom har stått vid.
vertellen, wat ik alleen heb gegeven, dat je geven kan. En ik wil je bloß kort zijn, wat ik deze week lezen deed. Eine Übersetzung von 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt, der läuft Geld als der Wortel von alle Schlechte. Und viele sagen dann, woran will ich dann Geld? Woran will ich mein Geld? So, was ist das? So, der läuft zu meiner Show, oder der läuft zu Geld, nicht so? So, das ist nicht das Geld. Das Geld, das ist meine Show. Meine Show, die brauche ich. Ich will gehen, so meine Show will ich haben. Aber läuft ich meine Show, oder wenn es wird kommen, Gott sagt, du kannst entweder mich tun, oder du kannst Mammon tun. So, wenn es nicht wird kommen zwischen, würde ich Gott aufsehen für meine Show? Das würde ich nervös nicht tun. Aber würde ich Gott aufsehen für Geld? So, du als, wo der läuft für Geld, eine große Rolle spielen wird. So, die sind frei zu geben. Ein von was ich lesen habe, dass wir, wenn wir wollen, wach bleiben von der Läufe von Geld, der eine Wachtum dort dann erst geben. Wenn wir geben, dann wir uns hart Wege merken, und dort ja uns eine Zufriedenheit in der Weich von, wenn du eine arme Person hast, die hat nicht zu eten, den hungert, und wir geben den zu eten, dann fallen wir uns erfüllt, wenn diese Person, die hat nicht könnt eten, wenn den hungert. Oder wir geben zu einer Mission, wo viele Menschen geholfen werden, dort mehr Menschen im Himmel sind, dann fallen wir uns erfüllt. So, geben hält uns von gebunden worden und Geld, von der Läufe zu Geld. So, die sind frei zu geben, wenn dort ist, wo du weißt, wie frei nicht, dass du musst geben, auch nicht, wenn du hier Jas bist, du brauchst nicht geben, wenn du hier Tüß bist, wir merken dort ob, dass du hier geben kannst. Ich will beten für dort, und dann wollen die Ushers noch führen kommen. Gott im Himmel, Dankeschön für uns sehen, und Dankeschön für uns Geld geben, wenn das ein Ding, was wir brauchen dann. Und Dankeschön Gott für diese Jever, was hier von dir uns sind. Ich bete Gott und sehen, über das Geld in dein Recht, dass das Wort Frucht bringt, dass mehr Menschen wollen, du durch im Himmel sein, in dein Namen bete ich. Amen. Day
you are, and I'm in love by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Goda Fuda. Ik zijn wer du sagst, ik zijn du läufst mir, ik zijn je läuft von die. Es dort nicht ein Amen und ein Halleluja wird, denn Gott läuft mir, der Führer läuft mir. Dus ein Führer in ein Dorp, der ganze Dorp sagt, das ist der beste Führer du am Dorp, aber der hat einen sehen, wo du nicht so dort denken dat. Der denkt so, wenn mir Geld fehlen dat, dann will ich nur den gehen, dann gehe ich nur. Papa kostet mir mit meinem Geld geben, ich will das dort in die Hand tun, ich will dort kaufen. Aber wenn ich sich nicht Fan fühlt, dann fährt er durch und geht er durch und sagt, was kann ich annehmen, wenn ich fühle mich nicht so ein Fan. Aber wenn er kämpft, was der Führer will, dann weißt du, was ich habe, was andere zu tun ist, was du weißt. So, Gott ist uns Führer und er läuft uns. Aber was habt ihr den Führer, wenn du dort nicht glaubst und du weißt am bloß für was er dir geben, das ist die Segnungen, was er dir geben wird. Wenn du am bloß einmal fragen lässt, gib mir das, dann ist das alles bloß an mich, nicht? Das hat gleich mehr zu tun mit Gott. Gott läuft uns erst. Das hat mehr zu tun mit wer Gott ist und nicht so viel mit wer wir sind. So, wenn du mit Gott eine Zeit nehmen lässt, was lässt du? Betest du Gott bloß, Gott jaft mir nie einen Tag und jaft mir Gesundheit und jaft was einmal bloß alles für mich? Oder betest du Gott an für wer er ist, für die Leute, was er für dich hat? Für die Dinge, für die ewigen Dinge, was er dir geben lässt. Nicht so sehr für die irdischen Dinge. Ich würde von dir Mut merken. Nimm some Zeit für Gott. Wo stellt für ihn in sein Arm? Ich will dich bloß an für wer du bist und für die Leute, die du für mich hast. Vielleicht von dir an so, was du sagst, ich weiß nicht, wie das soll tun. Wegen diese Welt, dort bist bloß. Von morgens, wo wir abstehen, dann bist dort, wenn wir schlafen gehen, der letzte Mal, wo wir denken, für wir schlafen, dann bist dort noch einmal. Wir müssen uns eine Entscheidung machen, gestellt zu werden für Gott. Und du kannst vielleicht von dir an so was morgens, wenn die Kinder geschlafen geworden sind, für die abstehen, sei zu deinem Mann oder zu deiner Frau. Ich will bloß ein paar Minuten nehmen und allein sein mit Gott. Nimm deine Bibel, nimm die ein Papier und einen Bleistift. Geh auf ein Haus oder wo immer du warst, allein. Und dann sag Gott bloß, Dankeschön für wer die bist und für mich gut sind. Red zu mir. Wenn Gott die ein Wort gibt, lest dort in der Bibel, wenn er die was sagt, schreib die dort ab. Hab eine Gemeinschaft mit Gott. Und wenn dein Mann oder deine Frau zu dir sagen, dass ich will ein paar Minuten mit Gott haben, dann sag ich, well, dann will ich das dort nehmen. Gut, ihr habt dort andere in Haus oder sieg die auch nicht steht, wo die kannst allein sein. Und hat eine Gemeinschaft mit Gott. Wenn es das Leben hat, zu tun mit wer Gott ist. Dort Gott dein hat zu tun mit wer Gott ist, nicht mit wer wir sind. Ich will von dir bloß beten, dass wir Frieden in uns haben und dass wir uns nur looten, dass wir still werden für Gott. Gott, Dankeschön. Dankeschön, dass du uns so gut bist, dass du uns laufen lässt und dass wir sind, wer du sagst, wir sind. Gott, ich bete von dir und für Frieden in uns, dass wir still werden für dich und dass wir horchen, was sagst du zu uns. Gott, ich bete und sehen über diese Versammlung, ich bete auch, dass sie werden, still werden, dass sie werden, die Luten reden. Gott, du bist uns Vater, du bist allmächtig und du läufst uns. Du uns dort verstehen, du uns die ein in die Umwelt, Die dürfen in Duel sein, sei willkommen hier, mir freut, dass die hier sind.
bloß ganz kort, wir haben eine andere Seite Kinder gehabt, wann durch so wer erst wäre, nach weil sie die Kinder durchbringen, das von kleinen Babys bis 12 Jahren, die kann dort nie noch tun. Ich wollte hier so ganz kurz ein paar Bekanntmerkungen übergehen. Wir wollen ein Video sein und dann wollte ich noch ein paar andere geben. Du kommst eine Gliederschaft close ab, wenn du was ein Glied worden hier in der Kirche, oder du was bloß mehr weiten von wer wir sind hier in der Kirche. Der 1. November, dann wird, hier in der Kirche, nicht so, hier in der Kirche wird eine Gliederschaft close sein, kommt hier so an, wo wird Informationen gegeben worden und wer wir sind, wo wir arbeiten, und das eine war von wo die Kostport sind hier von in der Kirche. Wir wollen hier den ein paar sind auch wieder in der Kirche abkriegen und bloß die Kirche wiesen, wer Glieder geworden sind. Das ist nicht ein Ding, wo hier viel wollen dürfen nach on Stage sein oder irgendwas. Die wollen bloß einmal hinabkommen, wollen ihn feststellen und dann sind die Glieder hier in der Kirche. Ein Taufhaus kommt ab, November der 25. Wenn du noch nicht getauft bist und du hast die bekehrt, du wirst sagen, ich will mich taufen lassen, gut nur den Informationstasch, du wirst ein Bauen gegeben worden, was die kann ausfällen, was ein von den Pastoren sich in Kontakt setzen mit ihnen und dort durchgehen, damit die den 25. kann getauft werden. Wir haben kleine Quartiersluten merken mit some Kontaktos für Versicherung, Gesundheitsversicherung. Die kann bei den Informationstasch abhängen, das sind bloß kleine Business-Quartiers. Woran wir dort tun, ist, wir merken alle Menschen ruht, wir geben alle Menschen ruht, dass die Seguro haben oder dass die eine Versicherung haben für ihn. Wir wissen nicht, wenn uns dort was fehlt. Und ich sage, ich sage, nicht recht genug, dass ich nicht Seguro haben. Einige Menschen haben mir gesagt, ich kann nicht genug Geld Seguro haben. Aber ich kann nicht genug Geld nicht haben. Wenn mir dort fehlen wird, wer wird das dann betun? Und das Business Card, was du kann abpicken, du sind verschiedene Kontaktausproben von verschiedenen Companies. Das sind Agenten, was du unerkannt sind, was einen golden Raub hier in dieser Gegend haben von Seguro. So, nehmt ihn dort, wenn ihr nicht haben, dort ihn anschreiben in ein Seguro. Du hast so von, wo ihr betun, aber so, wo du umsonst kommen wird. So, keiner von uns hat eine Ursache dort nicht zu haben. Lebenswasser hat ein WhatsApp. Du sind zwei Gruppen von WhatsApp. Der eine, der kriegt bloß den Diaper-Video und der andere, der kriegt all die Bekanntmerkungen, so die Bulletin und so eine Dinge dort. Wenn du die nicht kriegen lässt und du sagst, ich will die auch kriegen, dann schick bloß eine Message nur den WhatsApp und sag, ich will auch die Bekanntmerkungen kriegen. Dann wollen sie ihn von der Gruppe rüten, wo sie nicht sind, und in deinen, wo sie all die Informationen kriegen. Lebenswasser hat auch eine Internetseite, lebenswasser.org. Seid dort nur, dort ist eine Stadt, wo wir unsere Botschaften haben. Du kannst die kicken, wenn die hier einige gleich haben, und die werden frisch sein. Dort ist eine Stadt, wo jeder kann sein. Aber mehr Informationen kriegen hier von der Kirche, checkt dort aus. Dort ist lebenswasser.org. Pastor Steve, der wird uns noch eine Botschaft bringen. Wir sind mutig, wir freuen uns alle, dort zu hören. Und ich würde bloß freuen, dass die Abstunden bei uns sind und dann wird Pastor Steve abkommen für die Botschaft.
Veheltniss. Wat is het? Zijn jullie wakker? Que bueno. Man, een goede tijd van aanbidding. Amen. Man, het is zo goed met Juntop. God aanbidden voor wie hij is. We leven, we hebben een levende Gott en zo we willen am aanbidden op een levende weg. Dazu werden wir Dinge so doen, als wir doen. Bevor wir in de boodschap gaan, wil ik bloß weiter von unserem Meier für Jesus Projekt reden. En junt denken halten dat de 18. November die komt. De 18. November is Erntedank hier bij de kerk. En dat is ook de dag wo we worden entweder unseren Opfer oder unseren Kompromiss brengen voor de Meier für Jesus Projekt, omdat we kunnen losschaffen met dat. So op een kerk van der, wanneer we uitgaan, wanneer je nog niet zo'n kort gekregen hebben, de ushers worden bij de derde stoen. We hebben dit nu al, dit wordt het tweede Mal zijn, so vielleicht heb je al een kort, dat is geen trouble, derven niet nog een nemen. Aber dit voor die wordt nog niet een kort hebben. Je wordt een gelegenheid hebben, deze kort naar huis te nemen en door even te beden en zijn, wo willen we poort van dit zijn. En zo, we willen aanbieden, zoals we hebben een stoot van dit gereed, maar dit poort hier zo, willen we aanbieden, dit is de kerk zoals het nu is, dit is niet het poort wat we plannen te bieden. En dit heeft alles te doen met ruimmerken voor mijn mensen. En zo, we zijn dat de kerk die worst, en we hebben gezien nu dat we hebben met 2 gottesdiensten aangevangen, dat is aanfangs deze maand, wo we aanvangen met dat. We hebben dit nu de 4e zondag. En we hebben gezien dat in deze zondag, als de kerk meest krijgt 100 mensen meer, als wat er in september wird. Eine Monat, 100 mensen. Meest krijgt 96 mensen gelijk daar. En zo de kerk, die blijft bijwassen. En zo dat is een goede ding. We zijn excited over dat. En over dat meint dat we moeten ons uitmerken van meer jaars in het huis. En zo dat is voor we dit project doen. En zo, we willen aanbieden, zoals ik al zei, we willen in dit gebied, wat we hier nu hebben, waar we some cambios merken, besonders wanneer het komt in het klima, oder wo we kunnen hebben in Chalen, in de kinderkerk, waar we wat cambios merken. We hebben al aangevangen met poort van dort, en zum Minisplits en zo wat opstellen, dat we kunnen jeder stoef een poort aanstellen, voor die alle, wat die kinder doorgaan. Hier zo ben, weil we cambios merken, in anderen systemen nennen zaten, wenn die systemen, wat we hebben, die schafft nicht so reich mehr, en die is niet groot genoeg, voor wanneer de kerk vol is. En zo dat is een ding wat we met schaffen willen. We willen ook dit poort aanbieden, zoals ik al zei, half van dit is verlijf, omdat die verlijf wat gratis zijn, door wanneer mensen wat klok 9, zoals je, die trouwe christen, wat hier klok 9 zijn. Ja, so wanneer je uitgaan doen, dan in de andere aanvang nan te komen, dan heeft dan staat door een beetje zo'n even onder. En wanneer deze gottesdienst eerst meest vol is, en de tweede ook meest vol is, hoe we al die mensen hebben. En zo we merken meer ruimte voor verlijf, we willen, zodat wat aan deze kerk gebouwd worden. En we willen door nog een kloosstoef nan doen, dat we kunnen klossen geven, zondagsmorgens, even verschillende timers, dat we wassen kunnen in ons leven, dat we kunnen wassen in onze leiderschap, wassen in onze financiën, wassen vielleicht in onze eigen, allerhand dingen, zo staat, willen we aanbieden zondagsmorgens. Wens we nu 2 gottesdiensten hebben, kunnen we klossen aanbieden zondagsmorgens, en een van die, en dan kan je nog naar een andere gottesdienst gaan en de kerk zijn. En zo zondag zijn we hier alle aan de weg. Zo entsteht dort eine Weg in Uventown, wo wir auch ein klein bisschen worden von down, aber mehr wo wir sonntagsmorgens die Klassen down. Wenn wir sind hier an der Weg, dann dürfen wir nicht, some von uns wohnen weit auf, dürfen wir nicht 2-mal rauskommen, um dort zu kriegen. Und so dort ist das Ziel mit uns mehr für Jesus Projekto. Und so dort wird dit sich handelt, diese Karten, und so wir fangen an Kompromissos zu kriegen und Geld zu kriegen zum Bühen. Und Ziel ist Anfangsjahr anzufangen mit Bühen. Also ich gesagt, wir haben auch wirklich ein Kleinwert angefangen, aber mit Bühen, mit dem Gebiet, weil wir Anfangsjahr, und so wir haben alle Gelegenheiten, eine Karte in Haus zu nehmen, durch über beten, und der Heilige Geist fragen, was sagst du zu uns? Doe dit, wanneer du befried bist met die pareja taub, met die eigen partner taub. Wat geloof je, wat zegt Gott zu uns? En dan val je diesen kort uit. We zijn dat dit is een investering in Gott zijn koninkrijk. Dit is een investering. En wanneer we een investering merken doen,
dann verlangen wir in Gewinnst. Dort wird investieren ist. Und so, wir haben eine Gelegenheit, um in Gott sein Königreich investieren, und wir glauben, du wird in Gewinnst zurückkommen, wenn wir das tun. So, was ist der Gewinnst? Na, du sind ein paar verschiedene Dinge, was du wollen aus das kommen, aber so sicher sehr, wenn wir mehr Ruhm merken, wir haben nach immer gesehen als Zeug, Gott ist treu, und er bringt mehr Menschen. Immer. Jesus sagt, er wird seine Zeug bauen. Und so, wenn wir mehr Ruhm merken, kommen mehr Menschen. Wir haben es gesehen von nur in den letzten Monat, als wir anfangen mit 2 Gottesdiensten. Da kommen mehr Menschen. Wenn da mehr Menschen kommen, dann wird Himmel auch voller sein, wenn wir glauben, Menschen wollen kommen, was Jesus nicht kann, und sie wollen am annehmen. Mit dem Wort, was sie hören und so. Da wollen mehr Menschen im Himmel sein. Dort Part von dem Gewinnst, was wir kriegen, wenn wir in Gott sein Reich investieren. Noch ein Ding, was wir glauben, ist dort, wir sind besser auf hier in das Leben. Wir wollen ein besseres Leben haben, wenn wir Gott seine Weg kann und nur gehen. Da wird ein Beneficio sein, da wird uns helfen. Wir glauben nicht, dass wir dann keine Troubles haben. Aber wenn wir in Trouble durchgehen, dann haben wir eine Hoffnung, dann haben wir einen Helfer, dann haben wir einen Lehrer, und das ist Jesus. Und so, wir sind besser auf hier, auf der Erde, wenn dort wie Jesus kann. Und so, das ist ein von nach einer Gewinnst, was wir zurückkriegen. Wenn wir in Gott sein Königreich investieren, wird ein Beneficio sein, nicht bloß für uns, aber für andere Menschen, was Jesus auf dem deuperen Weg kennenlernen. Noch ein von der Gewinnst, was wir zurückkriegen, ist in kommende Generationen. Menschen, die nach nur uns kommen, werden ein Beneficio kriegen, durch was wir tun, durch Gott seine Kraft. Wenn Gott sein Wort rückgeschickt wird, wenn sein klares Wort rückgeschickt wird, sein Wort ist lebendig. Und dort verändert Lebens. Nicht bloß in diese Generationen, aber in den nächsten Generationen, die danach kommen. Wenn zwei Eltern von der sich bekehren und tragen ihre Kinder ab auf dem christlichen Weg, dort sind Gewinnst für die Kinder. Und für die Kinder ihre Kinder. Und für kommende Generationen. So, das sind Gewinnst, die wir zurückkriegen. Und noch ein Ding, was ich andacht, was wir hier auf der Erde mit uns haben, Gott, merkt den Unterschied und was wir wollen in der Ewigkeit tun. Nicht, dass wir gerat worden durch dort. Aber die Bibel ist ganz klar, dort im Himmel gibt Gott uns in Gewinnst oder in Kroon oder extra Kroon durch was wir getan haben. Und so wir glauben, wenn wir wollen treue Verwalter sein, mit das haben Gott, was er uns anvertraut hat, da wird ein Unterschied mehr in der Ewigkeit, was wir wollen tun. Das ist ein Gewinnst. Ich kicke auf der Weg. Jesus sagt, sammelt ihr nicht Schatze hier auf der Erde, wurde alle verkämpft, aber sammelt ihr Schatze im Himmel. Du verkämpft es nicht. Und du wollen wir ein Beneficio kriegen. So haben wir heute, kriegen eine Tarjeta von dieser. Je kann das ausfüllen, je Namen und Nummer. Und der 18. November, wo wir den nehmen. Und wenn ihr nu all Geld habt, was ihr bereit seid zum Geben, fällt das danach aus. Und gebt das zurück in den Opfer mit den Geld auf, dass wir weiten, dass das ist für das Bauprojekt. Wenn wir dort nicht weiten, dann wollen wir bloß glauben, das ist für die Weinen, um die Zeug ran. Und so bloß zum dort jemand weiten, wo ich und meine Frau das tun. Zum jemand Klarheit geben. So ich und meine Frau haben uns entschieden, wir geben regelmäßig nach der Zeug. Und dort verschiedene Prozenten oder verschiedene Nummern, was Menschen brauchen. Wir haben gesagt, für uns, wir wollen Minimum 10% geben nach der Zeug regelmäßig. Immer. Und dort bleibt es dort, even durch das. Dort ist nicht Part von dem Meier für Jesus Projekt. Dort ist bloß zum regelmäßig Gott, wir geben das zu dem Königreich, zum dort die Zeug ran kann. Zum dort wir können Menschen helfen. Nu bezieht die 10%, nu reden wir von Meier für Jesus. Und wir haben uns entschlossen, dass wir wollen Part von das sein. Ich und meine Frau haben davon geredet, Gott hat zu uns geredet, wollen die Leute nach Meier von reden. Und so wir weiten noch, wie viel wir nennen sehen wollen. Und so wir wollen uns ein Stück ausfällen, wo wir dort die 18 da bringen, und dann wollen wir dort geben und sein. Das ist, was wir tun, buva unsere 10%, was wir regelmäßig geben tun. Wenn es die Zeug macht, wieder ran, aber dann werden wir auch noch bühen. So Gott hat uns gesehen, damit wir können sehen sein für die Nächsten. Amen. Amen. So, wenn ihr noch nicht einen von diesen haben, auf dem Weg rüht, die Ushers wollen die geben durch so. Wenn ihr einen habt, das ist kein Trouble, ihr dürfen nicht noch einen nehmen, bloß sagen, ich habe einen, vielen Dank schön.
En dan går je uit. Derven niet slecht feilen. Het is bloos een gelegenheid voor we immer feilen dat de juist je leiden dat en dat. Alright. Nu gaan we een boodschap nemen. En we vangen vandaag met een nieuwe rij boodschappen aan. En die heet Veheltniss met God. Veheltniss met God. So, wanneer je in de Bibel met gaan, draaien we even naar Johannes kapitel 10. Ik geloof, je gaan alle in de Bibel met. En je voelt vielleicht oder in de Bibel. Draait naar Johannes kapitel 10. Ik word bald zijn. En zo, deze boodschap, deze rij van boodschappen, die hebben we van Gateway Church. Pastor Robert Morris heeft ons die gepredigt. En we waren een paar weken terug op de Gateway Conference, ook van onze leiders in de kerk. En zij zeiden ons door op de conference, zij zeiden, ergens wat je kan metnemen van hier, neemt het met. Brukt het verjunt, brukt het als wanneer het je in het weer, durven niet meer zijn dat het van ons komt, brukt het, zeiden ze. Maar we worden danach zijn, dit komt van eind. En zij had ons geleerd in welke dingen over de jaren, dat we hebben geleerd anders te denken. En dit is een van de dingen. En zo, wanneer je geïnteresseerd bent in deze thema dieper te studeren in de Bibel, of even beziet de Bibel nog wat toenemen, door een boek wat Pastor Robert geschreven heeft, dat heet Frequency. Frequency, en dat boek jet in deze thema dieper nemen. En dat handelt zich om den ganzen thema van Gott Hieren, wo hij te ons reden deed. En zo, dit is wat we de nächste samwerken durchgaan willen. En zo, wie nemen dat Veheltniss met God. En dit is poort van onze werten in de kerk, valores, dingen wat ons wichtig zijn. Een van onze werten, die zegt, wie worden Gott persoonlijk kennen. Gott wil Veheltniss, niet bloos Menschen reden. En zo wie zijn dat wie worden Gott nicht bloß von Gott kennen, nicht bloß Dinge von Gott lernen, aber wie worden Gott persönlich kennen. Voneinander reden wir schon ein bisschen von, dat wir mit ihm in persönliches Verhältnis haben. En dazu wenn wir diese Botschaften durchgehen, dit wird uns helfen zum Wachsen in uns persönliches Verhältnis mit Gott. En zo ik word de eerste 3 Botschaften doen. En dan hebben we de 18 november, wat de Twischen komt. Dan worden we een beetje van Erntedank en Meier voor Jezus reden. En dan zijn er nog eenmaal 3 Botschaften nu Erntedank. En die wordt dat doen. En zo we worden deze rij Botschaften taub doen. En wat 6 zinnen zijn. En ik geloof wat een tijd zijn, waar we wassen doen. En waar we wiederkomen doen. Wanneer we denken doen, wat is de onderscheid tussen een Christ en een nicht-Christ? Wat is de onderscheid tussen een Christ en een nicht-Christ? Nou, er zijn vele onderscheiden. Maar we willen zeggen dat een van de grootste is dat een Christ heeft een persoonlijk verhältnis met God. Wat die durch het leven helpen deed. Hoe hij te die reden deed. Hoe die te arm reden deed. Hoe hij die sterk maakt. Hoe hij die kracht geeft. Hoe hij die zijn heilige geest geeft. En hij smet die. We hebben een verhältnis met God. En zo wanneer we een zware tijd durchgaan, dat is ganz anders, wanneer we een Christ zijn of niet een Christ. Ik had het gemerkt, wens deze laatste Monaten zijn we durch zware tijden gegaan. Menschen zijn gestorven en zo wieder. En we als Christen, we kunnen durch zo'n tijd gaan met hoopning. We hebben een verhältnis met Jezus. En zo dit is een van de grootste onderscheiden, wat we willen zijn, du erst tussen een Christ en een nicht-Christ. Maar wat is verhältnis unvertalen? Stel je mal vor in je eigen. Bloos einer van je vertaalt en de andere wordt immer stil. Die zegt niet, leidt niet antwoorden wat hij dacht. Wat wordt zo'n verhältnis zijn? Dat wordt niets aanhouden. En zo wanneer we zeggen, we hebben een verhältnis met God, dan zijn we door met, we vertalen met God. Wens wat verhältnis unvertalen. Dat is niet. En dat is wat we deze nächste samwerk van reden willen. En zo vandaar als de eerste boodschap van dit. En de heet ik kan hieren. Ik kan hieren. En vandaar bekijken we besonders den thema dat we kan God hieren.
wie kann hören, wo hij reden dat en wat hij te zijn heeft. Wenn's besonders rum uns, aber in der christlichen Welt even, sind da sehr viele Menschen, die glauben, Gott redet nicht mehr. Er redet nicht zu mir. Wir haben die Bibel. Und ja, wir haben die Bibel und ja, Gott redet durch die Bibel. Und dort ist unser Grund. Und aber wir glauben auch dort, der Heilige Geist, er lebt in uns. Wir sagen, wenn wir in Christ sind, dann lebt der Heilige Geist in uns. So stell dir nur mal vor, der Heilige Geist, der lebt in dir, aber der sagt nichts. So die Geist durch das Leben, some Menschen denken so das, die Geist durch das Leben und er sieht, was in dein Leben und er will so hier was sein, und, aber er kann nicht. Wenn es still, er redet nicht mehr, glauben some Menschen. That's crazy. So, der Heilige Geist, er redet an uns, er lebt an uns und er redet zu uns. Ich rede mal mit einem Prediger, kriegt wenn diesen Thema und er sagt, Gott redet nicht mehr. Und ich sage, du bist ein Prediger und du glaubst, Gott redet nicht mehr. Ja, okay, so, wo weißt du, was du dann predigen sollst? Wir sind still. Na, ich fühle es, wenn Gott mich leiten wird. Oh, so Gott redet zu dir. No, er redet nicht zu mir, aber ich fühle es, wenn er mich leiten wird. Ich sage, hey, du kannst nicht was du weißt, aber für mich, ich sage ein Prediger, und ich will nicht in Dienst sein, wenn Gott nichts zu mir sagt. Wenn es dann bloß mich selbst. Das ist bloß meine Ideen, meine Kraft, und von so einem Dienst will ich nicht Part von sein. Ich sehe Gott als vom Anfang an. Ich gehe in den Dienst nennen, aber mir fehlt deine Kraft, deine Leitung, deine Wirre, dein Geist, mir fehlt an die. Wenn ich dort nicht habe, dann ist es bloß mir. Und ich kann Menschen nicht halten. Jesus, du bist da, was Menschen halten wird. Und so, wir glauben, dass wir können hören. Und das, was wir von dir besonders durchgehen wollen. So, Johannes Kapitel 10. Wir fangen in der ersten Vers an. Und das, wo Jesus redet von, wo heute Gouda Horde ist. Und er startet ein bisschen so, jen Eva mit der Stelle. Und so, wenn wir anfangen mit Vers 1. Jesus redet hier. Er sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit. Wer nicht durch dort Put und Schubstall nennt, aber irgendwo überklottert, ist ein Stehler und ein Mörder. Und so, ich hatte es wieder hier in Yale, wenn es besonders Stehler, dort ist ein wichtiges Wort, weil wir auch behalten, Verluter. Und so, aber er sagt, du hast bloß ein rechter Weg in diesen Schubstall nennen, wie sind Schub, und er redet von dort heute Gouda Horde ist, und heißt da, was durch die Put geht. Wieder, Vers 2. Wer durch dort Put nennt, ist der Schub hart. Und so wie weiten wir, einmal durch die Put nennt kommt, ist der Schub hart. Für den merkt deren Weich da up, und der Schub hören seine Stimme. Der Schub hören seine Stimme. Wie sind Schub? Die Bibel braucht das Bild einmal und vergleicht uns mit Schub. Jesus braucht das Bild hier. Er sagt, heißt der Gouda Horde, wie sind die Schub? Er kommt zu der Put an und wir hören seine Stimme. Er sagt wieder, er raubt. In anderen Worten, er redet. Er raubt seine eine Schub beim Nun. Und die kommen am Hängeran. Und so in Schub, wenn du in Schub bist, dann wirst du seine Stimme hören und du wirst am Hängeran gehen. So, das ist, was Jesus uns hier lehrt. Wieder, Vers 4. Und wenn er seine Schub erst büten hat, ut der Schubstall büten, jet er verab. So, Jesus jet verab, und der Schub kommen heran. Und so, er merkt das hier sehr klar, wo das schafft. Er ist ein Schubshort, wie sein Schub, er redet zu uns, er jet verab, und wir kommen heran. Er sagt wieder, sie kennen seine Stimme. Der Schub hört seine Stimme. Das ist ganz klar. Er redet und sie hören. Hups wir eben eine Vers 10. Ein Stehler, nu sagen wir was ein Stehler. Ein Stehler kommt bloß, zu stehlen, zu schlachten und einen Grund zu bringen. Und so, wir weiten dort diesen Stehler hier als der Feind. Und er kämpft bloß, und sein Ziel ist, dein Leben einen Grund zu kriegen. Zu stehlen, zu schlachten und einen Grund zu bringen.
En so hij deed het een beetje als einer geen eeuwig hulp met den anderen. So dit is wat de stehler deed. De stehler wil bloos slecht voor die. Hij wil die vernichten. Hij wil die verleiden. Hij kloot dat eeuwig en Schub aan. Hij jet niet durch de poort. Een stehler is geen de Schub hoort zien wel. Hij zegt aber wieder, hij zegt dat ik zie je komen. Jezus schreef van zichzelf. Ik zie je komen. Door leven te brengen. En dat ze dat volop haben sollen. En so de stehler wil vernichten. En de Schubhord wil leven geven. En niet bloos zo'n leven wo we derg waren. Maar een leven wat volop is. En so Jezus redt hier en hij wijst ons wer hij is, wo hij denken deed, dat hij reden deed en dat hij ons wil leven geven. En volop niet leven geven. We kijken in vers 11. Ik zie de goede hord. So Jezus merkt er klar van wem hij redt. Ik zie de goede hord geeft zijn leven voor de schub. So Jezus is de goede hord. Vers 16. Ik ga naar andere schub, zegt Jezus, die niet van deze herd zijn. Die moet ik ook nanbrengen. En dit is wat dad van je predigt heeft over de laatste 3 zinnen. Jezus redt hier tot de Juden en aber hij zegt, ik ga naar mijn schub. Hij redt door van de herden. En hij zegt, mijn ziel, ik wil eind nog nanbrengen. En so, some mensen würden sagen, okay, Jesus redt zu den Juden, zij werden zijn schub, bloos de Juden kan Jezus zijn stem hier. En hij zegt, ik ga naar mijn schub, en ik wil eind ook nog nanbrengen. En hij zegt, en die worden mijn stem hier. Ganz klar. Jezus zijn schub, hier zijn stem. Du als keine Frau Eva, vers 27. Mijn schub, hier mijn stem. Heb je gemerkt, hoeveel mal hij dit zegt? Dat zegt verken, wanneer Gott zich wahrholt, dat van u zegt. Hij heeft zich hier in diesem Kapitel eenmaal wahrgeholt en waar gezegd, mijn schub, hier mijn stem. Mijn schub, hier mijn stem. Mijn schub, hier mijn stem. En zo, hij is de goede hord. Jezus is de goede hord. Wie zijn de schub, wanneer we den goede hord hingen gaan? Wens hij zegt, de schub, zij kan zijn stem en zij gaan den hord hingen. En wanneer we schub zijn, dan hier we zijn stem. Ik kan hieren. Du kannst hieren. En aber manchmal fragen wir uns, na wo doen we dit? Wo schaft dit? Wo kunnen we hieren? En dat is wat we vandaag een beetje dieper naar kijken willen. En zo vandaag kijken we naar 3 woorden over die Fähigkeit, Gott te hieren. 3 woorden over die Fähigkeit. Fähigkeit meint, du kannst het doen. Ability. Du kannst het doen. So 3 woorden over die Fähigkeit, Gott te hieren. Nummer 1. Dat is die aangeboren. Dat is die aangeboren. Manchmal würden wir so glauben, no, ich bin nicht gut genug, oder ich kann das nicht, oder bloß Jana kann, oder bloß der Prediger kann. Nee, er sagt, meine Schub hören meine Stimme. Wenn du weitergeboren bist und du Jesus annimmst aus den Radar, aus den Heiland, und du sagst, Jesus, ich gebe mir die Hand, du wirst weitergeboren, und dann kriegst du diese Fähigkeit, und als die angeboren, Gott zu hören. Er sagt, du hast mehrmals seine Schub hören, seine Stimme. Wir sind gemerkt, die Bibel lehrt uns, wir sind gemerkt in Gott sein Ebenbild. In andere Worten, zoals wie gemerkt sind, liegend, in welke wij Gott. Dat is niet dat wie Gott sind, en wir sind begrenzt, sicher, aber er sind viele Dinge, wo wir haben, zoals wie gemerkt sind, wo Gott liegen doen. En dort wie vertalen kan en hieren kan, dit is een grote weg, wo wie Gott liegen doen. En dit is een ding, wat ons als mensen apart zet van de tieren. Nu, ik weet dat de tieren hebben een wisse communicatie onder zich. Die kunnen wisse vertalen. En mijn kinderen die zeggen mij manchmal, wat ons hond zegt. Zij kunnen hem ook verstaan. Ik niet, maar zij kunnen.
Und dann sagen sie mir, hey, sagt dit oder dort. Okay, ja, cool. Aber wir als Menschen, wir haben einen anderen Weg von Kommunikation haben. Einen tieferen Weg. Wir können vertellen und horchen auf einen Weg, wo keiner von den Tieren kann. Dort, wo wenn der Mensch hat, wiederkommt aus den Tieren. Wenn wir diese Kommunikation haben, diesen Vertal haben, unter uns. Und dort wir das können, dort wir reden können, dort wir hören können, dort wir Gedanken haben, und die können Evangelium bringen mit wieder, dort als weins, wie in Gott sein Ebenbild gemerkt sind. Dort, wo wir das können. Gott redet. Am Anfang, 1. Mose, und Gott sieht, laat het licht worden, oder laat het licht zijn, en du wird. Gott redet. Und Gott redet unter sich, so in der Dreieinigkeit. In 1. Mose sagt es dort, Gott sagt, laat uns morgen merken, so wie sind. Die reden zu sich selbst, unter sich selbst. So Gott redet, Gott horcht, und er gibt uns die Fähigkeit zu reden und zu horchen. Und wenn wir weitergeboren sind, er gibt uns die Fähigkeit, zu mit ihm reden und horchen. Und so das ist ein Ding, was uns nennen ist. So wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Schub. Wenn du ein Schub bist, dann hörst du seine Stimme. So die Frau ist nicht, kann ich seine Stimme hören. Die Frau ist nur, wo kann ich an das wissen? Wenn ich höre seine Stimme. Ich kann hören. So das ist das erste Ding. Das ist uns angeboren. Nummer 2 ist, dort ist geleerd. Okay, aber ich sehe gerade, dass uns angeboren und nu sage ich, dass uns geleerd. Na, ist das dasselbe Ding? Wenn wir kicken, dann ein Beispiel von das ist unsere kleinen Kinder. Unsere kleinen Kinder sind geboren mit alles, was ihnen fehlt, zum Reden. Sie haben alles, was ihnen fehlt. Sie müssen noch bloß lernen. Und das braucht some Zeit. Und wo lernen Kinder vertalen? Na, die lernen erst Geluid merken. Und dann lernen sie die Geluid so treich zu stellen, dass es ein Wort gibt. Und dann lernen sie die wieder so treich zu stellen, dass es ein Satz gibt. Nu lernen sie vertalen und sie lernen horchen. Sie lernen Kommunikation. So, sie werden geboren mit rein alles, was ihnen fehlt, zum die Kommunikation haben, zum Reden, zum Hören. Und gesunder Körper hat alles an sich, Ohren, Mühl, Zunge, hier so Band, zum Geluid mehr. Wir haben alles, was uns fehlt, nicht mal wir das lernen oder brauchen. Und so, in Bett so ist das mit Gott hören. So, dort ist die angeboren, du hast alles, was dir fehlt, aber dort ist gelehrt. Das ist ein Ding, wo wir uns müssen lernen, wo das zu tun. Voneinander reden wir schon ein klein bisschen von, aber Gebet. Wenn wir Zeit nehmen zum Beten, das ist eine Zeit, wo wir ein Verhältnis, ein Vertal haben mit Gott. Und manchmal ist uns Gebet bloß ein Weg. Wir vertalen und wir vertalen und wir vertalen. Und wir nehmen keine Zeit zum Horchen. So stell dir mal vor, dein Freund, ein guter Freund, ein von deinen besten Freunden, er funkt dich ab. Er funkt dich ab und von dem Moment, wo du abhängen ist deine Vertal. Und die vertalt, und die vertalt, und die vertalt. Und dann, nach Talat, Dankeschön, boom, Eva, der, die hat es nicht ein Wort sein. Glaubt ihr dort erst ein bisschen, dass Gott manchmal fällt mit uns Gebet? Wir heben ab, und wir vertalen, und wir vertalen, und wir vertalen, und wir vertalen. Und vielmal Dankeschön, Amen, sei bei uns Luther, Sayonara. Gebet ist eine Vertal mit Gott. Ja, wir vertalen. Und ja, die Bibel lehrt uns dort, Port von Gebet ist, wo wir nach Gott kommen und unsere Sorgen veranbringen. Er sagt, bringt deine Sorgen nach mir. So dort ist Port von dort. Aber Gebet ist so viel mehr als dort. Wenn du bloß ein Weg vertal ist, dort wird sehr in uns. Und ich glaube, dort zu wen fertig, wie der das Leben gehen sein, Gebet hält nicht an. Ich vertal hier bloß zu mir selbst. So dass Gott dort geplant hat, wo die vertalt, bad way sind. Und ich will Ihnen sagen, wenn Gott zu uns vertalt, dort ja Leben. Sein Ziel wird zum Leben bringen, seht ihr. Ich sehe, komm Leben zu bringen, Leben fall ab.
Wenn er uns in Wut gibt oder zu uns vertelt, dort merkt uns stark, dort gibt uns Glauben, dort büht uns ab. Gute frisch Verweich. Und so, je bet es viel mehr als bloß vertalen, je bet es auch horchen. So, ich will jünd mit mir, wenn wir nicht bloß ein Weg vertalen haben mit Gott. Hij heeft het gemerkt zum bad way gaan. En zoals ik al zei, dit is niet een ding wat bloos voor de zeer goede christen zijn. Dit is niet een ding wat bloos voor de christen is wat klok 9 in de kerk zijn. Dit is ook voor die wat maar klok 11 komt. Dit is ook voor die wat meest niemals in de kerk zijn. Wanneer je een christ bent, dan kost je hier. En zo dit is een ding wat we ons moeten leren. En werkelijk is het er nog einfach. Ik wil hoogstens een klein beetje zijn wat het kan schaffen, maar we nemen ons met tijd, we stoppen uit de drokkigheid eruit van leven. Zoals Fernando eerst al van reed. Gaan we apart en vielleicht horchen we een aanbedingslied oder hebben we tijd van aanbeden. Gemeinschaft met God zien, ja, sterk aanbeden. Lezen we een beetje in de Bijbel. Lezen we some van de versen door daar. Zijn in gebed over de versen en dan nehmen wir mit tijd en vragen Gott, was sagst du zu mir durch diesen Vers? Was willst du zu mir sagen? Und dann nehmen zum tijd en sagen, ich glaube, schreib das ab, wenn die schreiben kost, wenn nicht, dann bloß in die Gedanken. Schreiben es bastet, wenn ihr kann, wenn es jetzt manchmal interessant trägt zu gehen und checken, was schreibe ich 6 Monate trägt ab. Aber dann schrieb ihr an und sagt, ich glaube, Gott sagt dit zu mir durch diese Versen. En dan schreef wat hij in zijn komt. So, ik heb zijn woord gelezen, hij redt te mij door zijn woord. Wat zegt hij te die door dit woord? So, het is niet dat dit een groot, compliceerd ding is, maar één ding wat ik je zeggen, dat braucht tijd. Dat braucht tijd wat je te zien zaten doen voor dit. Krijg zo'n ernst in Veheltniss, braucht tijd wat te zien gezegd wordt. Zum een vriendschap opbouwen, zum je eigen bouwen. Even wanneer we aan phone reden, dat braucht ook tijd. Vertalen en horchen, dat braucht tijd. We vertalen niet in tijd ever. Dat is het met God ook is. En zo wie kan hier, dat is geleerd, maar dan dat derde ding, dat is ontwikkeld. En zo ik wist niet wat krijgt het beste Duitse woord voor dit is, maar wat ik met dit meen is, wie wossen en dit. En beetje als een kind wost en zijn fähigheid te reden. En zo ik zeg je hier zo wel een kind leren dat. Zo een kind leert met een geluidsmerken en dan die geluids recht terechtstellen, dan hebben we een woord. En dan die weer recht terechtstellen, dan hebben we een soort. Maar nu kan die kind bloos reden. Maar hij heeft nog niet geleerd wat te zeggen en even wichtiger staat wanneer dat te zeggen. Heb je dat mal beleefd met je kinderen? Vielleicht een 3-jarig kind, sei je irgendwo in een restaurant oder in een grocery store en dan, wo willst du so fahrt? Sagt der kleine Kind. Okay, so die heeft geleerd te reden, aber die heeft nog niet genug entwickelt, zum weten wat niet te zeggen. Right? So ist es mit uns auch. So dit is een ding, wo wir entwurzen moeten. Dit is een ding, wat entwickelt wordt. Ik hoorde een geschichte van een kleine kind. Die waren in een stoer bij een kent man en hij kauft zich door zo'n sigaar in het stoer. En dat kind zegt te zijn mama, mama, die man jet naar de hal. Oké. Dat kind heeft zich something geleerd. En something heeft hij gehoord. Maar laat me je mal dit vragen. Is dat zo wat dat kind zegt? Is het zo? Jet die man nu naar de hal, wens die door sigaren krijgen dat? Nee, dat niet. So dat kind heeft zich wat opgeslapt en wat geleerd van zoals die opgetrokken is en wat niet unbedingt de waarheid. We hebben het ook zo staat. We hebben welke dingen nogmaals in ons leven opgeslapt, wat we geloven doen, wenn ze zoals we opgetrokken zijn. En sommige van die dingen zijn niet waarheid. So, dazu, wenn es so wichtig ist, dass wir tegen Gott sein Wort gehen und durch anfangen, was sagt Gott sein Wort? Nu red zu mir, Gott. Lehr mich so denken, als was dein Wort mir lehrt. Nicht unbedingt die Dinge, alles, was ich abgeschlappt bin, abwaschen. Nu, wir haben sehr viel gute Dinge gelehrt. Aber ich sage bloß mit das, nicht alles, was wir gelehrt haben, bin abwaschen,
als reich warst. Dazu wenn es so wichtig ist, dass wir Gott luten zu uns reden, zu uns frisch programmieren und wo wir denken. Das entwickelt, wie wissen und das. Und so, ich dachte so, ich würde ein paar Dinge mitteilen, was vielleicht ein bisschen grein sind, sozusagen. Das plötzliche Wort als halbgewassene. Na, was meint das? Aber halbgewassene Weh, Gott zu hören. Auf Englisch würde wir sagen, immature. In anderen wird, wir haben das nicht entwickelt. Wir sind noch ein bisschen grein und wo wir Gott hören. Das fehlt, dass wir mehr wissen. Wir sind halbgewassen. Und so ein paar Wege, was halbgewassene Wege sind, als der erste, als ein Wort jeder Minute. Manchmal glauben Menschen, dass Gott redet zu mir, jede Minute kriege ich ein frisches Wort, jede Minute, ganz nachher, 300 Mal am Tag, sagt Gott Wort zu mir. Und ich sage nicht, dass das niemals so ist, aber allgemein wird Gott nicht zu uns reden, jede Minute von einem Tag. Stellt Ihnen mal vor, es ist jemand Kinder. Und jene Kinder wachsen ab. Wo würdet ihr gleichen, wenn ihr müssen ein Kind rein, jeder Ding fair sein in ganz nachher. So, wenn die vielleicht 2 Jahre alt sind, dann ist es mit sie da, also steht. Aber wenn der erst 30 ist, das ist nicht nötig. Die ist abgewassen. Die können über dem für sich selbst some Dinge denken. Und die haben gelehrt, die Valore nur zu leben, was die haben. So, das ist nicht nötig, dass Gott zu uns in jedem Moment von den ganzen Tag her reden wird. Nu kann das noch mal passieren, wo wir eine besondere Zeit durchgehen und es fällt so, wenn Gott bloß ein Tag her zu uns redet, ja, das darf noch mal sein. Aber das ist nicht allgemein. Und so, wenn wir abwussen und das nicht glauben, jeder Minute, jeder von den ganzen Tag her redet Gott zu mir. Noch ein Weg, was ein bisschen grein ist, als Wiesen und Hupen. Das habt ihr dann mal, wo wir die Bibel lesen, dann habt ihr mal getan, Upblädern, Wiesen, und ich hup, das ist Gott sein Wort zu mir. Habt ihr mal so dort getan? Wiesen und Hupen, das ist noch ein bisschen grein, wo wir können sagen, kann Gott so dort zu uns reden? Sag ja, er kann. Aber das ist nicht das ist ein halbgewassener Weg. Du bist ein Schreiber, er schreibt ein Buch von Hearing God, Gott Hieren, und in 1999, sie nun, bloß direkt dort hier haben, wie Dallas Willard. Und so, er schreibt von einem Ding, was eine Zeug wird, aus er abwas. Er wird geboren in 1935. Und dann kommt so eine Lehre, eine Zeug nennen und sagt, die Lebensfarge ist dieselbe Farge, als was die Jahrzahl ist, wo du geboren wirst. So, er wird geboren in 1935, so er soll nu in Farge finden, Kapitel 19, Farge 35, und da wird Gott sein Wort sein, für sein Leben. Okay, bueno, sagt er, das ist ja einfach. So, er fängt in 1. Mose an. 1. Mose, Kapitel 19, Farge 35, und er sagt, dass sie besopen sich und schleipen taub. Das ist wirklich, was er sagt. Okay, so das ist nicht mein Wort für mein Farge, für mein Leben. Vielleicht nicht. Da wird ein halbgewassener Weg. Das ist ein bisschen aus Tränen und Wiesen und Hupen. Das ist Gott sein Wort für mich. Right? Noch ein Trouble mit der Lehre ist dort, Kapitel 19 in der Bibel, du hast bloß ein Kapitel, das 51 Versen hat, so all die, die nur 1951 geboren sind, kein Vers für ihn. Sorry. Du hast kein so ein Kapitel 19, was mehr als 51 Versen hat. So das ist ein bisschen halbgewassen. Würde wir sagen. Noch ein bisschen grein, vielleicht ist es ein bisschen wassen, und wo die Gott hier ist. Und an den letzten ist que sera, sera. Und das ist einfach, was genannt wird in der theological Welt. Die brauchen das, und sie wissen nicht mehr, was sie von Spanisch haben kriegen oder von Latinisch. Was das meint, ist, was immer wird sein, das wird sein. Was immer von Entscheidung ich merke, das ist Gott sein Willen gewesen für mein Leben. Das ist, was Gott zu mir reden hat. Und wir als Teacher glauben, noch so steht. Das ist ein bisschen grein. Wenn wir sagen mit dem, dass jede Entscheidung, die wir im Leben merken, dann ist Gott sein Willen. So eine Person merkt eine Entscheidung, sich zu besuchen. Und dann merken sie eine Entscheidung, einen Fortgeschnitten zu kriegen, in ein Haus zu fahren, und sich dort zu schlagen, und dann sagen wir, dass Gott sein Willen gewesen. Das ist ein bisschen grein. Das ist ein bisschen halbgewassen. Gott redet zu uns. Er gibt uns Richtung durch seine Wieder. Und wir müssen wissen, und das ist entwickelt.
En aber dit is mijn ziel voor ons, durch deze nächste samwerk. Waar we wassen. Waar we anerkennen, dat is die angeboren. Du hast alles, wat die fehlt, zum Gott hier. Wann du ein Christ bist, wann du ein Schub bist. Seine Schub hier in seine Stimme. Du hast alles, was die fehlt. Und aber dort ist gelehrt. Wir müssen uns lehren, an das zu tun. Wir wollen nicht alles reich kriegen von den ersten, die nu gelehrt haben, aber nu weiß ich vielleicht auch ein klein bisschen mehr von, was zu sein und wann er. Und vielleicht auch was nicht zu sein und wann er. Wo wenn es dit entwickelt an mir. Ich weiß an meine Fähigkeit, Gott zu hören. Ich würde fragen, dass ihr alle abstehen. Und wir wollen ein bisschen mehr Zeit nehmen, für das was gewöhnlich. Und so wie sehen gut, ich kann hören. Wenn du in Schub bist, dann kannst du hören. Was sagt Gott zu dir? Neem een beetje tijd in je bed. We hebben voor ons zelfs opnemen. Een beetje tijd in je bed. Vielleicht u en toe merken, dat helpt ons manchmal een beetje daar concentreren in wat we doen. En vraag die zelfs, Heer Jezus, wat sagst du zu mir? Gott, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Ich danke dir, dass du nicht bloß für die ersten 4000 Jahre von der Welt geredet hast und an abhören hast, aber dass du von dir in uns lebst und zu uns reden hast. Help uns zu wachsen und wo wir dich hören tun. Help uns zu wachsen in uns Gebetsleben. En Heer Jezus, help ons te horen wat u zijn is. Ik dank u dat u reden is. Ik dank u dat u ons Richtung geven is. En ik bid dat u ons ook helpen dat we tijd nemen met ons drukke leven en nogmaals stilhouden doen, regelmäßig, ons met die doel zaten en met die vertalen. En ik bid dat durch diese Vertalen würden wir wissen, würden wir Richtung kriegen, würden wir Weisheit kriegen, würden wir Gelegenheit kriegen, uns Leben anzustellen, Dinge, die wichtig sind. Und so redete uns Herr Jesus. Wir merken unsere Horten up, unsere Ohren up und horchen, was du zu sagen hast. Gott, ich danke dir, dass du ein lebender Gott bist und dass du Hoffnung bringst, das in uns Leben nennt. Wir werden geboren ohne Hoffnung, du bringst uns Hoffnung nennt. Dankeschön, Jesus. Ich danke dir, dass wir können leben mit dir haben. Dass du Gelegenheit hast, die zu kennen, auf ein persönlicher Weise. Nicht bloß Menschen regeln, nur gut, aber ein Verhältnis haben mit dir. Und ich bete für jeder einer, was hier ist von dir, dass sie wollen, wissen in ihre Verhältnis mit dir oder die Entscheidung nehmen von dir, zum ein Verhältnis anfangen mit dir. Und zum auf diesen neuen Weg gehen. Herr Jesus, rieh unsere Horten und gib uns dein Leben und deine Hoffnung. Ich bete in Jesus sein Namen. Amen. Amen. Open
Dankeschön für hier sein mit uns von dir. Wenn die Gebet fehlen, blieb träg, was wir sagen. Die Pastores werden hier sein, um mit ihnen beten. Ich will ihnen bloß ganz kurz noch denken halten, diese Quatjes für die Gesundheitsversicherung pickt ihr ab, dort hängen bei der Informationsdash. Wenn die hier Köffels oder von Kaffee, Tee, was immer haben, nehmt die mit, klock auf. Ich habe noch eine Gruppe hier zu nennen, für euch, bloß um dort hier rein ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und habt einen guten Sonntag.